Vor etwa 15 Monaten haben wir Annette und Rolf kennengelernt, hier in Spanien. Und die beiden leben nur noch in ihrem Wohnmobil und das fast ausschließlich in Spanien. Was sie dort erlebt haben und wie es ihnen ergangen ist, darüber möchte ich in diesem Video berichten. Herzlich willkommen dazu. Kurzer Blick auf die Karte, wo sind wir? Und zwar im Süden von Spanien, in der Nähe der Stadt Mazarón oder Puerto Mazarón. Dort gibt es den Stell- oder Campingplatz Area Camper Mazarón mit ca. 240 Parzellen, großen Parzellen. Und hier wohnen die beiden, Annette und Rolf. Wer mehr zu diesem Platz wissen möchte, ich habe verschiedene Videos zu diesem Platz veröffentlicht. Ich verlinke hier mal eins. Ich habe ja schon einmal über die beiden in einem Video berichtet, kurz nachdem sie hier in Mazarón angekommen sind, vor ca. 15 Monaten. Darin haben sie mir dann erklärt, warum sie die Entscheidung getroffen haben, hier zu leben und zeigen uns einiges vom Wohnmobil. Das verlinke ich hier auch noch einmal. Jetzt aber zu den beiden. Sie erzählen uns etwas über ihr Leben hier in Spanien. Ja, jetzt sitze ich bei euch, Annette, Rolf, wieder vor dem Wohnmobil. Vor einem Jahr haben wir uns hier schon mal getroffen. Und jetzt frage ich euch einfach mal, wie geht es euch? Ja, Hartmut, Rita, schön, dass ihr hier seid. Uns geht es gut. 15 Monate Spanien ist schon eine Zeit. Annette war ein paar Monate weniger. Sie musste ihre Mutter besuchen zum 90. Geburtstag und den Bruder ein wenig pflegen, sodass ich den Sommer über hier alleine war. Der Stellplatz hier, Area Camper Mazarón, ist unsere Homebase geworden. Wir wollen hier auch bleiben, weil es passt hier alles zusammen. Auf dem Stellplatz selbst ist sehr familiär das Ganze, als auch das ganze Umland. Natürlich, Homebase heißt nicht, dass wir hier stationär nur sind. Wir waren dreimal unterwegs gewesen in Andalusien, in Katalonien und in der Provinz Valencia. So wollen wir das auch machen, dass wir immer so Fahrten machen, so dreimal im Jahr, ein bisschen rauszukommen. Hier kann man alt werden, die Versorgung ist toll, der Flughafen Alicante ist nicht weit weg, wenn mal was sein sollte, was man hier nicht vor Ort medizinisch machen kann. Das sind 1,5 Stunden mit dem Auto, 133 Kilometer, ist also keine Sache. Ja, uns geht es hier, Annette, verdammt gut. Ja. Ja? Gesundheitlich, die Wärme, alles schön. Ja, gut. Ich habe gehört, du sprichst inzwischen Spanisch, oder? Na, bisschen. Ich habe im Oktober angefangen, an der Volkshochschule hier in Mazarón Spanisch zu lernen. Und weil ich es wichtig finde, dass man sich verständigen kann. Ja. Weil die Spanier sind auch sehr bemüht, dass sie mit einem sprechen. Und sie sprechen auch, wenn man sie darauf aufmerksam macht, auch langsam. Und man kann es wirklich lernen, aber der Wortschatz fehlt halt noch. Ja, okay. Das Wetter, was Annette sagt, ist wirklich prima. Im Winter absolut, ja. Man sieht es heute, wir haben kurz nach Weihnachten, wir hocken hier draußen bei 20 Grad. Ja. Der Sommer, wo ich hier war, naja, ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Man muss hier den Pool haben und die Hitze ist schon extrem hier. Ja. Ja. Was hier auch ein sehr Wohlfühlfaktor ist, ist die spanische Mentalität. Ja. Weil die Spanier sind sehr hilfsbereit, sind freundlich, ja, kontaktfreudig auch, ja, wollen helfen, wo sie helfen können, ja, und sind auch sehr offen gegenüber anderen Menschen. Ja. Das kennen wir in Deutschland nicht so unbedingt. Was hier auch der Tourismus in Mazarón ist, kein Tourismus wie jetzt in Benidorm, wo viele Wolkenkratzer stehen, Skyline. Ja. Ist ein überschaubarer Tourismus hier. Ja. Der Flair ist hier erhalten, das ist so einheimischer Tourismus von, ja, den Spaniern, die hier im Sommer herkommen. Es sind, ja, viele Spanier aus Madrid, die im Sommer hier sind. Natürlich auch die anderen Nationen. Aber der Flair in Puerto mit den vielen Buchten, einfach nur genial. Ja. Dann im Kontrastprogramm oben Mazarón als Bergarbeiterstadt, wo touristisch nicht viel ist. Ja. Da sind die Minen oben, aber diese Gegensätzlichkeiten hier sind sowas von schön. Ja. Dann das Hinterland hier mit dem texikanischen Kleinwuchs, was du hast. Ja. Ja. Die Städte außenrum, Cartagena, ja, Aguilas, Murcia, ja, Lorca, einfach nur schön. Und Annette hat es auf den Punkt gebracht, du kannst jeden Tag was machen? Entweder ans Meer fahren, ins Gebirge, in das Naturschutzgebiet.
egal was, schwimmen gehen oder auch nicht. Rolf war jetzt vor 2 Wochen bei 14 Grad im Pool. Kann man machen, muss man nicht. Aber ist alles gut gegangen. Der Pool wird halt nicht beheizt, aber ist egal. Kann man machen. Das Meer ist immer ein Tick wärmer. Ja. Das ist also wirklich sehr schön. Ich kann da mein Aquajogging machen. Ja. Und wir haben Buchten, wo viele Leute sind, Sandbuchten, Felsbuchten. Und es gibt auch welche, wo nur 2, 3 Familien sind. Ja, ja. Je nach Lust und Laune. Ja, ich glaube auch die Infrastruktur ist hier nicht schlecht, was auch zum Beispiel das Einkaufen betrifft. Dass man also, ich glaube, wir haben in Puerto Mazaron mehrere Einkaufsmöglichkeiten und auch in Mazaron. Ne? Ja, es ist verrückt. Man kann hier wie in Deutschland einkaufen gehen. Ja. Du hast hier in Fußläufigkeit hast du einen Einkaufsmarkt 500 Meter entfernt. Ja. Dann hast du in Puerto unten hast du den Lidl, du hast den Aldi, du hast den Konsum, ja. Den Mercadona gibt es zweimal in Puerto und hier oben. Die Markthalle mit dem Fisch. Die Markthalle mit dem Fisch, ja. Ja. Dann die Märkte samstags sind oben der Markt in Mazaron. Ja. Das ist mehr so ein einheimischer Markt. Für Touristen verlieren sich auch mal dorthin. Aber die meisten Touristen gehen dann nach Puerto. Der ist dann sehr groß, mindestens 3, 4 Mal, 5 Mal größer. Ja, mit Kleidung halt. Mit Kleidung auch. Und da merkst du schon, das ist halt mehr für die Touristen da unten. Aber die Einheimischen gehen meistens hier oben in Mazaron hin, ja. Jetzt weiß ich auch, habt ihr mir erzählt, dass ihr auch mit den Ärzten hier euch schon arrangiert habt. Speziell Zahnarzt hast du mir erzählt. Ja, man muss halt diese Infrastruktur wieder aufbauen, die man zu Hause hatte. Ja. Man hatte ja zu Hause dieses Wohlfühlprogramm. Ja. Ich habe meinen Zahnarzt, mein Arzt für das, mein Arzt für das. Ja. Hier hast du ja nichts, du fängst wieder an. Ja? Ja. Das heißt, wie finde ich die Ärzte? Über Empfehlungen, über was auch immer. Ja? Ja. Und das rauszubekommen, dass ich eine Physiotherapeutin habe, ja, die gut ist, ja, das ist meistens über Mundwerbung, wo das läuft. Ja. Ja. Ist das denn sprachlich Deutsch oder Übersetzer oder Englisch oder wie macht ihr das? Es ist mit Händen und Füßen oftmals, weil ich jetzt nicht Spanisch lerne. Ja. Und der Sprachen-App. Und wir haben eine App auf dem iPhone, auf dem Telefon. Ja. Und da ist es sehr hilfreich, dass man eben drauf spricht und der übersetzt dann direkt. Ach so. Ja. Und meine Friseuse spricht perfekt Spanisch und Deutsch. Ja, das ist auch schön. Ja. Die Freizeitangebote hier auf dem Platz sind wirklich toll, hat er sich gut entwickelt, der Stellplatz, Arrera Camper Mazaron. Ja. Den gibt es ja erst seit dem 2. Jahr. Ja. Im Saloon hat er hier Javier, der Betreiber, eine Bühne gebaut, wo dann Musikveranstaltungen stattfinden, Live-Konzerte. Jetzt wird noch zwischen den Jahren der Sound verbessert, dass überall das schön gleich rauskommt. Es wird viel gemacht, es sind viele Veranstaltungen. Und auch dann, wenn man hier überwintert, wenn man hier ist, will man ja auch ein bisschen Unterhaltung haben. Okay, Unterhaltung haben wir ohnehin jede Menge durch die vielen Camper, die hier sind. Ja. Manchmal ist es einfach auch nur schön, man geht über einen Platz, ja, und man kommt irgendwann mal wieder zurück. Ja. Das ist immer so das offene Erlebnis. Ja. Das ist auf einem Campingplatz ja immer ohnehin da. Die Kommunikation da unter den Campern ist einfach da. Ist ein bisschen anders, als wenn man zu Hause in einer Wohnung leben würde. Genau. Und zum Wohlfühlen auch natürlich hier das Gemüse, was du kaufst, das Frische. Wo wir versuchen, am Markt samstags, sonntags das frisch zu kaufen, dass es die Woche hält. Ja. Preismäßig ist Spanien in einem Jahr teurer geworden, schon merklich teurer geworden, aber noch lange kein Vergleich zu Deutschland. Ja. Die Preise sind hier noch sehr moderat. Und wenn man auch aufs Geld schauen möchte, kann man das hier gut tun. Ja. Man kann hier so ein Tagesmenü, gibt es hier oft angeboten. Wir fahren ins Hinterland gerne zu den Lokalen, wo keine Touristen hinfahren. Gibt es im Hinterland hier jede Menge. Ja. Hockst du bei den Spaniern, wo die Lkw-Fahrer sich reinsetzen, für 10 €, hast ein Tagesmenü, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, ein Getränk dabei, ein Kaffee dabei. Ja. Und gibt es noch Trinkgeld sehr gerne auch und die Leute sind sowas von herzlich. Ja. Ist einfach nur schön. Und das ganze Arrangement, was man hier hat, das führt dazu, dass man hier wirklich in den Tag hineinlebt. Ja. Man frühstückt, irgendwann mal ist dann Mittag, weil man nie früher fertig wird vor Mittag. Und dann ist der Tag schon bald wieder. Man überlegt, was machen wir denn heute noch? Und man braucht auch kein Zeitgefühl zu haben, weil die Läden ja auch Samstag, Sonntag offen haben. Richtig, man kann immer einkaufen. Genau.
Jetzt vielleicht noch mal zum Platz. Und zwar ist der Platz ja immer sehr stark ausgebucht. Ja. Jetzt wurde darüber gesprochen, es hat eine Erweiterung gegeben. Es soll noch mehrere Plätze geben, aber das ist nicht sicher, oder? Ja, gut, die Platzerweiterung, die hier stattgefunden hat, es gibt ja hier eigentlich 3 Bauphasen von dem Platz, ja. Wenn man reinkommt, unterhalb der Hallen ist die erste Bauphase gewesen. Ja. Die zweite Bauphase hier oben mit dem Pool war im letzten Jahr abgeschlossen. Ja. Und jetzt in diesem Jahr ist die dritte Bauphase. Oberhalb des Pooles wurden nochmal 60 Plätze angebaut. Ja. Sodass jetzt hier wir über 234 Plätze verfügt. Ja. 234 sehr komfortable Plätze, sind alle 100 Quadratmeter groß. Und die neuen, oben die 60, sind sogar 110 Quadratmeter groß. Ja. Die Bauphase hier ist auch nicht typisch spanisch, war Ende Mai begonnen und war abgeschlossen Anfang September. 4 Monate, wo die Arbeiter sehr viel Druck hatten, weil die Plätze waren schon reserviert. Ja. Die mussten fertig werden für den Oktober, Ja. weil die ersten Gäste schon angerückt sind. Ja. Ja. Die hohe Nachfrage hat ihn dazu geführt, den Platz zu erweitern, Ja. weil einfach die Nachfrage im Winter ist da. Ja. Deswegen ist er ausgebucht. Trotz der Erweiterung ist der Platz ausgebucht. Aber man kann immer probieren, hier reinzukommen. Es gibt Leute, die sagen ab. Ja. Es gibt immer Möglichkeiten, vielleicht mal irgendwo reinzurutschen. Man sollte vielleicht dann durchaus flexibel sein. Ja. Ja. Aber eine Erweiterung ist nicht geplant. Nein, das hat er jetzt nicht vor. Es bleibt erstmal bei diesen 234 Parzellen. Vielleicht ist die Idee, dass es dazu noch mal ein paar Bungalows gibt. Ist ja auch eine nette Kombination. So Ja. Bungalow auf dem Stellplatz. Man hat kein Ferienhaus, wo man isoliert ist. Man ist dann doch hier dabei, aber doch was Festes. Er wird optimieren. In die Grünflächen wird es hier noch geben. Ja. Er will Parks anlegen, ja, so Ja. kleinere Parks. Ja. Plätze zur Erholung zu schaffen. Und wenn man sieht, an der Halle neben dem Pool sind ja die Poolplätze. Ja. Das sind nur 3 Stück, ja. Ja. Das ist doch recht wenig, Ja. weil hier nachmittags wird hier Pool gespielt ohne Ende. Richtig. Und die Leute weichen teilweise aus auf dem Hundeplatz vorne, Ja. wo sie eine Fläche haben. Und er will noch Parkplätze auch noch schaffen, mehr Parkplätze, Ja. wo man dann die Autos oder auch Gespann unterbekommen kann. Ja. Also er hat so viele Ideen und kreativ und er ist da definitiv auf dem richtigen Weg. Ja. Er liebt das so, wie er das macht. Ja. Wenn man sieht, er hat an nichts gespart. Ja. Wenn man in den Saloon reingeht, da wird was gemacht. Ja. Und der Platz lebt von dieser Kontakte miteinander, von der Freundlichkeit. Ja. Und wenn ich sage, die Spanier sind sehr freundlich, hilfsbereit, ist die Betreiberfamilie hier, ja, wir und Angela genauso. Ja. Ja. Das Personal, genau, ja. 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 Man fühlt sich hier wirklich wie zu Hause, daheim. Wenn ich sage, es fehlt uns an nichts hier, warum bleibe ich hier? Ja, ich bleibe nicht hier, weil mir es nicht gefällt. Richtig. Uns gefällt es hier sehr gut und deswegen bleibe ich auch hier. Ja, ja. Und warum sollte ich hier weggehen, außer unsere Homebase, ja, aufgeben für was? Ich finde es nicht schöner irgendwo anders. Ja. Ja. Oder denkst du anders? Nö, also wir haben uns jetzt ein paar Sachen schon angeguckt. Ich kenne halt Malaga, die Ecke kenne ich von früher von meinen Reisen. Aber fahren wir bestimmt noch mal hin, aber muss nicht sein. Also jetzt haben wir jetzt mehr so das Landesinnere und dann die Küste mal so geguckt. Ja. Und also hier gefällt mir es auch am besten. Ja. Ich liebe halt die Berge. Ihr habt also von hier aus immer mal so kleine Reisen gemacht, ja. Hattet ihr mir erzählt, ja. Richtung Valencia oder ja. Richtung Alicante, dass ihr nicht nur auf diesem Platz seid, sondern ihr auch ein bisschen rumreist. Ja. Ne? Das musst du auch machen, denn wenn du nur hier bist, kriegst du irgendwann einmal, trotzdem, dass es schön ist, einen Lagerkoller. Ja. Ja. Du musst mal raus, ja. auch mal wieder andere Menschen sehen und wenn du wieder zurückkommst, ach, dann ist wieder die Umarmung freundlich, intensiv. Ja, schön. Ja, man muss. Was für uns, wo man hier ist, das Jahr, 1,25 Jahre waren völlig neu ist, ja, ist so dieses spanische Mañana. Ja. Zu Deutsch heißt ja morgen, ja. Das heißt, ein Spanier sagt nicht nein, wenn er es nicht möchte. Der sagt eben Mañana. Das heißt, er macht es dann morgen. Ja. Morgen heißt morgen. Das kann aber auch heißen übermorgen. Das kann aber auch heißen übermorgen, ja. Nächste Woche oder auch nie. Ja. Ja, das ist halt, wo man sich dran gewöhnen muss. Auch die Einkaufszeiten, die Essenszeiten ist für uns Deutsche etwas ungewohnt. Wir kamen hier an, sind abends nach Puerto reingelaufen, war alles zu, wir wollten essen gehen. Es war aber deswegen nur zu, weil wir die falsche Uhrzeit ausgewählt hatten. Ja.
Einkaufen muss man auch wissen, die Abläufe sind nicht so, wie wir Deutschen das haben. Ja. Ist halt der Hitze hier geschuldet, ja, wo die Spanier einen anderen Lebensrhythmus haben. Ja. An den man sich natürlich auch als Tourist, als Dazugezogener, wie auch immer wir uns nennen mögen, anzupassen haben. Ja. Der Tourismus ist hier Juli, August. Es ist in Puerto Mazaron, das muss man erlebt haben, trotz der Hitze mal. Ja. Ja. Was da stattfindet, ist wie bei uns in Deutschland so Ferienspiele. Es gibt von dem Touristbüro gibt's ein Heft. Da sind Live-Konzerte in Bolnoevo, hat eine Queen's Cavalry Band gespielt. Animation im Hafen hat eine Jazzband gespielt. Ja. Einfach, die Leute sind stehen geblieben, jung und alt. Das war improvisiert, ja. Es war nichts geplant. Die Leute haben getanzt und es sieht so schön aus, wenn da ein Jung und Alt zusammen Freude haben an so einem Abend. Ja. Einfach nur schön. Trotzdem ist dieser Tourismus, der dann Juli, August auf Hochtouren läuft, am 1. September wird ein Cut gemacht, ein Schnitt. Ja. Habe sowas nicht erlebt bislang. Dann ist am 1. September fängt man an in Puerto die ersten Restaurants zu schließen, die Tische reinzuholen. Mhm. Ja. Es gibt keine Bootsausfahrten mehr, keine Jetski, wer das mag, ja, auszuleihen. Die Chiringuitas werden zurückgebaut am 1. September. Das ist bei uns von der Jahreszeit, von dem Wetter, gerade jetzt, wo es schön ist, ja, könnte man jetzt richtig erst loslegen. Aber das ist halt Spanisch, ist halt anders. Ja. Ja. Auch wenn man ein Konzert hat, das fängt an um 9 Uhr abends. Ja. Okay, das fängt sicherlich nicht um 9 Uhr abends an, sondern vielleicht um 9:30 oder um 11 Uhr. Ja. Aber irgendwann findet es statt. Ja. Ja. Die Herausforderungen, die wir hatten, ja gut, Sprache hast du schon erzählt. Ja. Ich habe den Sprachkurs auch mitmachen wollen, ja, bei der Universität von Mazaron. Habe mich darauf verlassen, auf die Ausschreibung, stand drin, auf maximal 12 Teilnehmer begrenzt. Mhm. Das fand ich eine kleine Gruppe, da kann ich auch lernen. Ja. Wir waren den ersten Tag da, das waren keine 12, das waren 60 Leute gewesen. Oh. Ja. Genau, es hat 3 Gruppen draus gemacht und es waren dann immer noch welche, wo im zweiten Kurs aufgehört haben. Also es waren teilweise am Anfang 30 Leute pro Gruppe. Ja. Zu 3 verschiedene Uhrzeiten. Ja. Also es war sehr anstrengend. Die macht eine volle Stunde und das 2-mal die Woche. Ja. Und es ist diese Volkshochschule Universitat Populares. Und das ist ein Unkostenbeitrag, wie viel hat es denn gekostet? 60 Euro. Und geht ein Vierteljahr. Ja. Und ich bin stolz auf meine Annette, dass sie dabei ist noch, dass sie nicht abgesprungen ist. Ja. Im Gegensatz zu mir. Ja. Ich lerne dann Spanisch über eine Sprach-App. Ja. Ja. Da lerne ich dann für mich intensiver und effektiver als in so einer Gruppe. Wobei die Gruppen ja auch schon jetzt eine Größe haben, wo es okay ist. Ja, jetzt sind wir unter 20, das ist okay. Ja. Und alle Nationalitäten, das ist sehr interessant. Auch sind marokkanische junge Leute dabei, dann Belgier, Franzosen. Ich glaube, ich bin jetzt die einzige Deutsche im Moment in unserer Gruppe. Aber das macht Spaß dann halt. Und man ist gezwungen, Spanisch zu sprechen, weil man kann ja dann, ich könnte ein bisschen Französisch, aber ansonsten... Und die Spanier tun es einem wirklich, auch wenn man es nicht perfekt kann, anrechnen, dass man es probiert. Ja. Was auch völlig neu war, das noch zu beenden, ist diese Gelassenheit, die man hier hat im Straßenverkehr. Ja. Wenn man hier fährt mit dem Auto, man verfährt sich, man nimmt einem die Vorfahrt, es wird nicht gehupt, die Leute sind entspannt, winken, grüßen sogar noch, denen ich gerade die Vorfahrt genommen habe. In Deutschland undenkbar so eine Situation. Ja. Dann auch Punkt Herausforderung, nochmal da zurückzukommen, ist Informationsbeschaffung. Ja? Ja. Wie kriege ich Informationen hier, was für mich wichtig ist, außerhalb dieses Stellplatzes? Ich will ja auch Veranstaltungen haben. Was findet morgen statt irgendwo? Ja. Ja. Da ist jetzt eine Tageszeitung hier, die Mazaron Heu, die kann man online lesen. Ja. Da ist sehr viel drin. Und ich habe mir gelernt, all die Leute, die hier sind schon seit vielen Jahren, dass man die anspricht, sagt hier, was hast du, was weißt du, ja. So habe ich mitbekommen, dass in Isla Plana, das ist hier ein Nachbarort, eine Schwimmnudelgruppe ist, wo man sich 2-mal die Woche trifft, gibt mal ins Meer mit einer Schwimmnudel, das ist eine Belgierin, die das macht, zahlt 1 Euro und macht 1 Stunde Fitness im Meer. Ja, schön. Das Gleiche gibt es dann hier im Country Club, eine Ferienwohnanlage. Ja. So Sachen kriegt man auch über die Zeitung nicht mit, ja. Ja. Das ist ganz nett. Ja, jetzt muss ich noch mal eine Frage stellen. Habt ihr ein Wohnmobil oder ein Reisemobil? Hartmut, du hast uns erwischt.
Wir haben einen Morelo, das ist jetzt egal, aber die Firma heißt ja Morelo Reisemobile. Genau. Wir haben daraus gemacht ein Morelo Wohnmobile, Ja. weil wir wohnen mehr in dem Morelo, als dass wir reisen. Wir sind mehr stationär. Es wird nicht langweilig, auch deswegen nicht, weil wir ja im Jahr 3-mal diese Touren machen, unterwegs rauskommen. Es ist schön, wenn man längere Zeit an einem Ort verweilt. Man läuft die Straße 10-mal vorbei. Am 11. Mal merkt man plötzlich eine Stelle, die man vorher nicht gesehen hat. Ja, man entdeckt sowas erst, wenn man längere Zeit da ist. Auch wenn man heute laufen, es ist nie langweilig, weil wir immer andere Wege laufen. Freundschaften oder ein Zuhause entstehen kann aber auch nur, wenn man irgendwie zu Hause ist, heimelig werden kann. Und nicht getrieben ist, wie auf einer Flucht oftmals, dass man immer wieder was Neues sehen muss. Jeder soll es so machen, wie er möchte. Jeder ist damit zufrieden, wie er es macht. Ja, wir kriegen schon durchaus viel Kritik ab, muss man auch sagen. Ihr habt ja ein Wohnmobil, ein Reisemobil jetzt, ja. Ihr reist ja gar nicht. Gell? Ich meine, lasst uns das auch so machen, wie wir es wollen. Ja? Jeder ist doch glücklich mit seinem, wie er es will. Genau. Aber es ist einfach immer nur schön. Im Ergebnis sind wir alle Camper. Genau so ist es. Ja. Danke. Jetzt zum Ende des Videos stellt Rolf nochmal den Chef hier vom Platz vor. Zum Chef hier? Ja, Rolf du jetzt, ja? Ja. Ja, das ist hier ja wir, der Campingplatzbetreiber. Ein ganz lieber Mann, ja. Und er ist so hilfsbereit und hilft allen Campern hier, wenn irgendwo Probleme sind. Man könnte sich keinen besseren Chef vorstellen. Okay, Dankeschön. Gracias. Danke. Ja. Danke. Das war mein Bericht über 2 Camper, die ihr Leben hier auf dem Area Camper Mazarrón verbringen wollen in Spanien. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen auch interessant und der hat hier einige Informationen dazu bekommen. Das war's mal wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.